Damit freue ich mich sehr, unsere zwei heutigen Referenten zu begrüßen, Robert Ammon und Felix Krause. Wir haben das Thema effiziente Ressourcennutzung in der Chemie, Pharma und Lebensmittelproduktion und schauen uns dann im nächsten Schritt unsere Agenda an. Robert, gerne an euch. Dankeschön, Jörn. Ja, herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Robert Ammon von Siemens Digital Industry Software. Ich bin ein Portfolio Development Executive, kümmere mich um viele Produkte rund um Manufacturing Operations Management. Den heutigen Tech Talk machen wir aber nicht alleine. Ich darf den Felix Krause begrüßen von unserem Partner Wagner Informatik. Felix, vielleicht sagst du kurz einen Satz zu dir? Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen zum heutigen Tech Talk. Mein Name ist Felix Krause. Ich bin Projektleiter für Implementierung von Opcenter APS bei dem Smart Expert Partner von Siemens, der Wagner Informatik in Nürnberg, und ich freue mich, hier im Rahmen dieses Tech Talks Ihnen heute ein paar Einblicke in das Produkt geben zu dürfen. Wunderbar, Dankeschön, Felix. Dann würde ich beginnen. Wie schon angekündigt, Agenda ist tatsächlich übersichtlich. Wir konzentrieren uns wirklich auf die Software. Schwerpunkt wird von Felix sein, die Software auch zu zeigen, Ihnen praktische Beispiele mal zu präsentieren. Ich würde gerne ganz kurz starten und Ihnen das Thema Feinplanung oder insgesamt das Thema mal näher zu bringen, warum aus unserer Sicht das Thema ein sehr, sehr wichtiger, sage ich mal, Faktor ist für den Erfolg in den produzierenden Unternehmen. Wir konzentrieren uns ja heute auch auf die Produktionsthemen und vielleicht zur ersten Einsortierung, wenn wir über die Thema Effizienzsteigerung in der Produktion sprechen und damit bei der Planung und Feinplanung sind, gibt es auch schon genau diese beiden wichtigen Punkte, Planung und Feinplanung, im Englischen Planning und Scheduling. Da gibt es einen gewissen Unterschied. Am Ende wollen wir uns auf den auch dargestellten unteren Bereich heute konzentrieren. Der Unterschied ist, glaube ich, relativ einfach zu erklären. Bei der Planung geht es immer um, was soll denn wann und wie viel produziert werden, und bei der Feinplanung fragen wir uns eben, wie und wo sollen wir das am besten produzieren, in welcher Reihenfolge und welche Prioritäten müssen da beachtet werden. Das sind Dinge, die letztendlich sehr eng zusammenspielen. Wir kommen später dazu, den Planungsteil, also die Bedarfe, die oftmals anfallen an die Produktion, werden auch in der Praxis sehr häufig von dem ERP-System beigestellt. Aber die, wie man sagt, praxisnahe Feinplanung, den unteren Teil, den gucken wir uns heute mal ganz genau an. Und wenn wir sagen, den Unterschied und der Praxisteil, da passt es ganz gut. Ich sage immer ganz gerne dazu, planen Sie die Realität. Denn wir wissen einfach aus der Praxis, dass die Feinplanung und die Produktionsumgebungen manchmal eben nicht so trivial sind. Es kommen viele Dinge unvorhergesehen, und genau da ist der Ansatz von dem, was wir Ihnen vorstellen wollen, wie wir die Effizienz deutlich steigern können und die Ressourcen optimal auslasten können. Eine kurze Grafik hier dazu, was es bedeutet. Ich denke, das kann man ganz gut erkennen. Wie ich schon erwähnt habe, die Bedarfe werden oft eben aus einer ERP, PLM oder MES-Umgebung an so einem Feinplanungssystem gegeben. Das Feinplanungssystem muss natürlich wissen, welche Arbeitsschritte durchgeführt werden müssen und damit auch geplant werden müssen. Das braucht natürlich eine Information über die Zusammensetzung von dem, was produziert werden muss, Bill of Material hier angedeutet. Und jetzt kommen wir schon zum wichtigen Punkt hier auf der rechten Seite. Wir können eben in der Software, die wir Ihnen auch anschließend zeigen wollen, alle Themen berücksichtigen, die unsere Planung beeinflussen können. Also neben den natürlich allerwichtigsten Rahmenbedingungen von den Ressourcen, den Anlagenteilen, den Verpackungslinien, alles was dazugehört, sind es eben die sogenannten weiteren Bedingungen, Secondary Constraints genannt. Das sind sie schon angedeutet, das sind eben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Werkzeuge, die sonstigen Dinge. Also alles, was letztendlich dazu führt, dass ein Plan beeinflusst werden kann, neben der Tatsache, dass man eben mit dem Kalender angedeutet erstmal dem System natürlich mitgeben muss, wann denn überhaupt was produziert werden kann. Gucken wir eben, dass wir eben mit dieser Software diese ganzen Dinge zusammen in einen wirklichen realistisch ausführbaren Plan bringen auf der rechten Seite. Und natürlich auch, was die Idee in dem Tech Talk heute ist, eben die optimale Auslastung von Ressourcen damit zu bewerkstelligen.
Fachbegriff ist die Finite-Fallenplanung und es geht natürlich nur, wenn es auf einem wirklich sehr detaillierten Modell passiert. Nochmal Aussage hier, Mitarbeiter, die sich krank melden, kommt aktuell vor leider. Werkzeuge, die länger in der Wartung sind, können eben kurzfristig berücksichtigt werden. Das gucken wir uns aber gleich später in der Praxis an. Wenn wir mal so ein bisschen in die Realität gucken, von der ich gerade schon gesprochen habe, hören wir sehr, sehr häufig, sehen ganz häufig, dass eben dieses wunderbare Tool und sehr leistungsfähige Tool, was wir alle einsetzen, überall Microsoft Excel eingesetzt wird, hat natürlich viele Möglichkeiten und da wird viel gemacht. Ganz wichtige Aussage an der Stelle ist, dass das Wissen, was in diesen Excel-Tabellen da ist, sehr viel wert ist und das Wissen natürlich auch weiter verwendet werden muss. Gleichzeitig haben wir auf der rechten Seite ein paar Nachteile, das Thema manuelle Tätigkeiten. Es werden Übertragungsfehler gemacht beim Copy-Pasting. Es ist schwierig, eben auch kurzfristig zu reagieren bzw. Dinge zu verändern. Und die Integrität ist natürlich immer eine Sache. Das heißt, passen meine Daten auch wirklich? Und damit, glaube ich, sehen wir in der nächsten Folie mal ein typisches Praxisbeispiel auf der linken Seite, wie es gerne mal ausguckt. Und nochmal, das funktioniert auch ganz gut, aber es ist trotzdem ein bisschen Glaskugellesen. Manchmal vor allem, und jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt, wenn wir eben ein Stück weit auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren müssen in der Produktionsumgebung, was einfach tagtäglich passiert. Deswegen nochmal, planen Sie die Realität und das soll das auch ein bisschen ausdrücken, wird ganz häufig benutzt. Und wenn wir jetzt mal versuchen, das ein bisschen auch in der Bildsprache weiterzutreiben, dann ist das natürlich eine Möglichkeit, aber die Dinge, die wir eben immer wieder kennen, sind eben neben den Excel-Tabellen auch solche Aussagen, dass man eben, was sich in der ERP-Umgebung entwickelt hat. Und das sind alles Tools, die sind in der Praxis häufig im Einsatz, sehen aber auch gleich anhand von einem praktischen Beispiel, wo da die Unterschiede liegen. Denn wenn wir uns das mal angucken, wenn man so eine Feinplanung mit solchen Tools macht, das ist Excel ist oder oftmals auch mit ERP-Systemen, dann ist das ein bisschen vergleichbar wie, ja, mit dem Atlas kann man auch navigieren und das funktioniert auch in der Praxis. Es ist aber eben auch von der Erfahrung, die wir alle kennen, manchmal eben, gerade wenn es hektisch wird, nicht so einfach zu bedienen, das Ganze. Und wenn wir mal bei der Bildsprache bleiben, wenn wir das als ERP-System und vielleicht eine andere Basis hernehmen, wie die Feinplanung funktioniert, dann ist eben die Möglichkeit ganz anders, wenn man mit so einer Thematik angeht, wie wir eben mit unserem Opsander APS eine Planung realisieren können. Und das ist die Antwort darauf. Letztendlich kommen wir auch gleich, um bei dem Bild zu bleiben, auf einen sehr schönen Punkt, der es ganz gut im Vergleich bringt. Was ist der Unterschied? Zunächst mal, hatte ich schon erzählt, können wir eben mit dem System ganz viele Daten verwalten, mit den ganzen Rahmenbedingungen. Und wir arbeiten hier mit vielen mathematischen Algorithmen, die dadurch enorm helfen und die auch schon in der Software vorhanden sind. Das heißt, wir haben gewisse Anforderungen und wir haben bestimmte Regeln zu berücksichtigen. Und auf der rechten Seite sehen Sie mal ein paar Beispiele, wie es ausguckt. Aber wie gesagt, Sie sehen es gleich in Live, dann können Sie sich noch besser vorstellen. Ich denke, am Ende sind viele Sachen dabei, die heutzutage eben mit Tools wie den genannten Excel-Tabellen oder den Sachen, die auf der EEP-Basis passieren, gar nicht möglich. Gerade eben was Vergleichsszenarien betrifft, Aussagekräftigkeit von Verantwortlichen in der Planung. Da gibt es eine ganze Menge mehr Möglichkeiten. Und wenn wir bei dem Bild bleiben, wie gerade schon angekündigt, ist eben das genau ein Navigationssystem im Vergleich zu dem Atlas, den wir gerade gesehen haben. Das trifft es ganz gut. Die Feinplanung können wir eben da ganz gut im Vergleich ziehen. Das heißt, wir haben eine ganz andere Möglichkeiten, eben so ein Navigationssystem auch, sagen wir mal, bildlich gesprochen genauso zu vergleichen, dass man eben sagen kann, wir möchten eben schnell und möglichst kurz oder dynamisch und eine Online-Alternativrouten benutzt bekommen. Das trifft es ganz gut, denn wir sind quasi damit so ein Navigationssystem für die Produktion. Wir können eben Dinge, die eben auch im nächsten Schritt erstmal, Stichwort wieder Excel-Tabelle, unplanbar wirken, tatsächlich planbar machen, weil da hilft enorm die Mathematik und die Dinge, die wir eben damit bewerkstelligen können. Wir können sie optimiert produzieren, wir können immer Dinge in den Kontext stellen, was dann das Ziel von solchen Produktionsplanungen sind, ob das auf einer Tages-, Wochen- oder Monatsbasis ist. Und am Ende des Tages ist es ein wichtiges Thema. Ganz pragmatisch wird man sehr gerne auch immer
von den Menschen bekommen, mit denen wir dann zusammenarbeiten in dem Projekt, das reduziert massiv den Stress. Denn die berühmten Anrufe, können wir diesen Auftrag vorziehen, haben dann genau diese Situation, dass man eben unglaublich viele Dinge berücksichtigen muss. Und bleiben wir bei dem Begriff, da kann so ein Navigationssystem wunderbar helfen. Stichwort komplex. Warum brauchen wir das und warum soll man das machen? Solche Systeme einzuführen, hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir in den genannten Industrien, in der Prozessindustrie, ob das jetzt Pharma, Chemie oder auch die Nahrungs- und Genussmittelbranche ist, einfach immer mehr Druck bekommen. Kennen wir Time to Market, höhere Varianten, weniger Möglichkeiten, das zu planen. Und wenn wir das in den Kontext stellen, wie komplex das sein kann, allein schon, wenn wir mal von diesen 5 Parametern ausgehen oder 5, sagen wir, Produktionsschritten ausgehen, haben wir eine Menge Kombinationsmöglichkeiten. Und das kann da schon nicht leicht werden, das mit Excel zu beherrschen. Wenn man das Ganze jetzt nur einfach mal auf 2 Produktionslinien hochzieht und die gleiche Anzahl von, sagen wir, Arbeitsstationen sieht, dann wird das Ganze wahnsinnig schnell, wahnsinnig komplex und spätestens da haben wir schon festgestellt, tun sich viele schwer, eben mit einer Art manuellen Planung da überhaupt noch klarzukommen. Also am Ende des Tages ist wirklich allein schon eine Verdoppelung von solchen Sachen eine Kombinationsmöglichkeit, die das einfach unglaublich schwer macht. Und dann sind wir wieder bei dem Praxisbegriff, kriegen wir Stress, weil eben die Anfrage kommt, Kunde hat angerufen, großer Auftrag muss vorgezogen werden. Dann aussagefähig zu sein, genau da hilft zum Beispiel so eine Software unter anderem. Und wie das genau ausguckt, dass Sie sich auch noch besser vorstellen können, neben der allgemeinen Einführung würde ich jetzt gerne den Felix bitten, in einer Demo das mal darzustellen. Wir haben ein paar konkrete Beispiele dabei und ich denke, das ist ganz spannend mal zu sehen. Felix? Danke dir, Robert, für die einleitenden Worte, für die Vorstellung des Produktes in den Grundlagen. Und jetzt übernehme mal den Bildschirm. Genau, auch da nochmal der Hinweis, wenn Sie Fragen haben, nutzen Sie gerne den Chat, schreiben Sie da Ihre Kommentare und Fragen rein, die greifen wir gerne zum Anschluss dann auf. Danke. Für die Demo habe ich ein paar Slides vorbereitet, die das Thema ein bisschen einleiten sollen. Das heißt, ich möchte Ihnen hier einmal kurz auf ein paar Slides zeigen, welche Möglichkeiten bestehen, Ressourcen abzubilden. Wie können Ressourcenkapazitäten in dem Tool abgebildet werden? Und dann springe ich in das Live-System und habe hier 2 Beispiele. Ein Beispiel, das erste Beispiel, was ich vorstellen möchte, wäre eine Arzneimittelproduktion, die wir uns anschauen. Und im Folgenden habe ich noch eine Funktion, die ganz interessant ist, die ich in einer zweiten Demo dann für die Lebensmittelindustrie zeigen möchte. Und seien Sie gespannt, ganz am Ende habe ich dann auch noch mal ein paar Referenzen aufgeführt. Das heißt, damit Sie das ein bisschen greifbar machen können. Das heißt, welche Erfolge haben hier andere Kunden mit diesem Tool erzielen können, und damit kann ich Ihnen, glaube ich, auch noch mal helfen, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, welche Vorteile, welche Potenziale Sie hier mit so einer Implementierung heben können. Genau, und das wäre jetzt hier so eine exemplarische Werkstruktur, wie sie dann im Testsystem vorliegt. Das heißt, in der Regel haben Sie in der Produktion in Ihrem Werk ganz unterschiedliche Ressourcen. Und hier gilt es jetzt herauszuarbeiten, wie können diese Kapazitäten realistisch in dem Tool abgebildet werden, dass sie dann darauf basierend realistische Planungsergebnisse generieren können. Das heißt, was wir jetzt hier in dieser Werkstruktur haben, ist eine Arzneimittelproduktion über 3 relativ unabhängig arbeitende Produktionslinien, die sich den Vorbereitungsbereich und einen Verpackungsbereich jeweils teilen. Das heißt, da laufen alle Fertigungsaufträge dann zusammen. Das heißt, werden parallel bearbeitet in diesen Stationen.
Und was passiert hier von den Fertigungsaufträgen? Bei den Fertigungsaufträgen in diesem Beispiel gibt es immer ein Paar. Das heißt, es gibt einen Fertigungsauftrag, der einen Wirkstoff produziert, der hier über eine der 3 Linien läuft. Und es gibt dazu noch einen zweiten Fertigungsauftrag, der ein Füllmittel produziert. Und diese beiden Fertigungsaufträge laufen dann in dieser Füllstation zusammen. Das heißt, aus 2 Aufträgen entsteht dann hier am Ende haben Sie dann eine Materialnummer, die ausgegeben wird. Genau. Und was dann noch angenommen wird, dass hier diese Kühlzellen, das heißt der Kühlprozess, da ist ja keine echte Vermischung mehr der Materialien möglich. Das heißt, da haben Sie schon Materialien in einer gewissen Verpackung vorliegen. Das heißt, diese Kühlprozesse, da können dann auch die Materialien von unterschiedlichen Linien zusammenlaufen, um gekühlt zu werden, bevor sie dann in die Endverpackung für die Kunden bereitgestellt werden. Und jetzt in den Details zu diesen Ressourcen. Welche Möglichkeit bestehen da, diese Kapazitäten darzustellen? Der häufigste Fall, das wäre jetzt hier diese Füllstation. Also die meisten Ressourcen werden als sogenannte finite Ressourcen abgebildet, dargestellt. Was bedeutet das? Eine finite Ressource ist eine Ressource, die zu jedem Zeitpunkt der Produktionsplanung immer nur eine Operation bearbeiten kann. Das heißt, Sie sehen in dieser Abstraktion hier 2 finite Ressourcen und jede dieser Ressourcen bearbeitet eine Operation bzw. einen Auftrag. Und was Sie dann noch sehen können, ist, dass hier so ein schwarzer Balken dargestellt wird. Das ist dann die Ressourcenbelegung für den Rüstprozess. Das heißt, heute sprechen wir ja hier über Chemie, Pharma, Lebensmittelindustrie. Das heißt, Rüsten, das kann natürlich dann auch so ein Reinigungsprozess sein. Hier ist Ihnen sicherlich ein Begriff, Clean in Process. Das heißt, hier diese Reinigung wird dann auch als eine Belegung der Ressource im Produktionsplan hinterlegt. Und ganz häufiger Fall, was dann noch darüber hinaus an Restriktionen bestehen, wäre dann eine Personalkapazität. Das heißt, hier gibt es noch für die Bearbeitung an den einzelnen Ressourcen einen Personalbedarf. Ganz häufig wäre das dann die Kombination eines Maschineneinrichters für den Rüstprozess, für den Reinigungsprozess und eine andere Ressource, ein Maschinenbediener dann für die wirkliche Bearbeitung der Fertigungsoperation. Und hier im unteren Bereich sehen Sie dann, wie sich das im System darstellt. Das heißt, hier in dem Beispiel ist es dann auch so, dass diese Füllstation, da laufen ja die Fertigungsaufträge zusammen. Das ist eine kritische Ressource. Hier entstehen leicht, das ist ein Flaschenhals oder ein sogenannter Bottleneck, den es dann der besondere Berücksichtigung oder Aufmerksamkeit des Produktionsplaners erfordert. Dann haben wir hier noch den Vorbereitungsbereich bzw. den Verpackungsbereich. Hier wird die Annahme getroffen, dass physisch, das heißt, diese Arbeitsstationen sind quasi unlimitiert in ihrer Kapazität. Das heißt, hier wird angenommen, die Anzahl das sind hauptsächlich manuelle Tätigkeiten. Das heißt, hier wird angenommen, es gibt genügend Arbeitsstationen, wo Mitarbeiter diese Tätigkeiten ausführen können. Und die Limitierung kommt nicht von der Ressource der Arbeitsstation an sich. Das heißt, wir haben hier das Konzept der infiniten Ressource,
die mit beliebig vielen Operationen belegt werden kann. Die Limitierung erfolgt dann nur über die eben angesprochene Personalkapazität. Das heißt, hier stehen in diesem Beispiel stehen drei Maschinenbediener als Kapazität zur Verfügung und alles darüber hinaus muss zu einem späteren Zeitpunkt bearbeitet werden. Das heißt, hier haben wir so eine Überschneidung und das Maximum der Kapazitätsauslastung wird erreicht. Und das können Sie auch dann in dem Beispiel aus dem System auch nochmal sehen. Das heißt, wir haben hier über einen längeren Zeitraum eine Maximalbelegung von der Kapazität 6. Und besonders jetzt hier für Chemie, Pharma, Lebensmittelindustrie sind jetzt noch Behälterstrukturen, Behältnisse für Schüttgut oder Flüssigkeiten. Die stellen sich nochmal, da gibt es nochmal andere Funktionalitäten, diese abzubilden. Das heißt, wir haben hier kontinuierliche Zu- oder Abflüsse in diese Ressourcen. Das heißt, wir haben eine Kapazität, zum Beispiel von einem Tank, die definiert ist und wir haben hier aber dann kontinuierliche Veränderungen. Das heißt, hier werden Operationen ausgeführt auf einer, genauso wie eben auch der Verpackungsbereich, eine infinite Ressource, die lediglich über die Sekundärressourcen limitiert wird. Und dann haben wir eine kontinuierliche Veränderung der Kapazitätsauslastung in diesen Ressourcen. Und das letzte Beispiel, was ich Ihnen zeigen möchte, bevor ich in das Live-System springe, wären dann jetzt noch die Kühlzellen. Das heißt, hier wird eine Kombination gewählt. Wir haben jede Ressource verfügt auch noch in dem Tool über einen Ressourcenkalender, wo Verfügbarkeiten gepflegt werden können. Das heißt, auch über diese Kalenderinformationen können nochmal die Kapazitäten begrenzt werden. Das heißt, in diesem Beispiel für die Kühlzelle haben wir eine Begrenzung einmal über die Volumeninformation. Das heißt, so eine Kühlzelle kann nur eine gewisse Anzahl an Materialien gleichzeitig bearbeiten. Das heißt, wir haben diese Volumenbegrenzung und um jetzt hier einen relativ oder möglichst effizienten Prozess mit einer hohen Auslastung der Kühlzellen zu garantieren, haben wir hier auch noch nur eine kleine Kapazitätsslots verfügbar. Das heißt, hier werden die Aufträge aggregiert, dass möglichst in diesen paar verfügbaren Timeslots die Operationen durchgeführt werden. Genau. Und dann sehen Sie jetzt hier, das ist quasi das Cockpit des Produktionsplaners. Das ist die Oberfläche, wo der Produktionsplaner sich tagtäglich die meiste Zeit aufhält und seine Tätigkeiten ausführt. Und das ist natürlich, wie Sie das auch von einem digitalen Cockpit kennen, in Ihrem Auto, das ist konfigurierbar. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Einstellung gewählt, um Ihnen einen relativ guten Überblick zu wählen, aber das kann dann ganz Ihren Wünschen entsprechend angepasst werden, wie diese Fenster und Informationen dargestellt werden. Und um Ihnen einen kurzen Überblick zu geben, wir haben hier auf der linken Seite den Backlog. Das heißt, hier befinden sich alle Operationen, Fertigungsaufträge, die noch nicht eingeplant worden sind und die es jetzt gilt einzuplanen. Das heißt, jeder Eintrag hier ist ein Fertigungsvorgang oder Operation. Und natürlich, jede Operation gehört noch zu einem Fertigungsauftrag. Das heißt, Sie können jetzt hier noch an dieser Bezeichnung erkennen, das ist die Fertigungsauftragsnummer.
Und damit es visuell nochmal einfacher zu greifen ist, die einzelnen Fertigungsaufträge besser zu identifizieren sind, haben wir jetzt hier noch diese Highlighting, farbliche Hervorhebung, um die Fertigungsaufträge zu identifizieren. Und dann jetzt hier in der Mitte, haben wir das Gantt-Chart. Das heißt, hier wird die Ressourcenkapazität dargestellt. Jede einzelne Ressource ist hier aufgeführt mit einer Kapazität, die sich dann über den Planungshorizont verteilt. Und dieses Gantt-Chart gilt es dann jetzt hier mit den Fertigungsaufträgen zu belegen. Und parallel bei der Belegung dieses Gantt-Charts der Kapazitäten werden auch die eben schon angesprochenen Sekundärrestriktionen mit einfließen. Das heißt, diese Sekundärressourcen, das wären jetzt der Maschinenbediener, Maschineneinrichter oder die Volumenbegrenzung oder auch die maximale Tankkapazität. Genau. Und jetzt wäre die Möglichkeit, den Produktionsplan zu belegen. Das heißt, ich ziehe jetzt hier diese erste Operation hier rüber in das Gantt-Chart und da können Sie auch direkt sehen, hier greifen diese Restriktionen live. Das heißt, auf diesen Ressourcen ist diese Operation nicht zulässig. Das heißt, hier kann ich sie auch gar nicht drauflegen als Planer. Das heißt, hier kann ich auch gar nicht den Fehler machen, das falsch zu platzieren. Und hier oben wäre die Operation zulässig. Das heißt, hier kann ich diese Operation einplanen. Die verteilt sich dann in der Ressource, belegt die ganze Ressource und was Sie dann auch sehen, genau automatisch wird auch dieser Maschinenbediener mit beansprucht. Das heißt, für den ganzen Bearbeitungszeitraum wird der Maschinenbediener mit der Kapazität 1 auch belegt. Genau, das wäre jetzt die Funktionalität für die manuelle Bearbeitung mit per Drag and Drop. Das ist natürlich dann eher mühselig, das für alle Operationen durchzuführen. Deshalb ist im Planeralltag in der Regel das Vorgehen, dass eine automatisierte Produktionsplanung durchgeführt wird und dann vielleicht anschließend gewisse Korrekturen vorgenommen werden durch manuelle Drag-and-Drop-Verschiebungen, was Sie gleich auch nochmal zu sehen bekommen. Das heißt, ich entnehme jetzt nochmal diese Operation dem Produktionsplan und out of the box bietet hier das Tool diverse Planungslogiken, die unterschiedliche Ergebnisse erzielen können, an. Und ich entscheide mich jetzt hier für eine Planungslogik, Minimize Overall Setup. Das bedeutet, diese Planungslogik ist speziell dafür konzipiert, Rüstzeiten, Reinigungsprozesse global über alle Aufträge zu reduzieren auf ein Minimum, sodass Sie hier eine maximale Auslastung der Ressourcen berechnen können mit produktiven Tätigkeiten. Felix, hier ist Robert. Eine kurze Frage an dich oder ein Hinweis. Weil ich zu Beginn ja gesagt habe, dass das Wissen, was in diesen Excel-Tabellen steht oder von den vielen, manchmal Jahrzehnten Planungserfahrung da ist, ja trotzdem viel wert ist. Das heißt also, nicht die Software übernimmt alles, sondern es kann auch eine Fahrer, eine Planer oder die Planerin jederzeit manuell nochmal Dinge nachziehen, richtig? Genau, hier ist jederzeit die Möglichkeit, manuell einzugreifen. Wir haben jetzt, während du gesprochen hast, hat sich hier die Planungstafel verändert. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Planungsergebnis berechnet und das kann jetzt evaluiert werden. Und zum Beispiel, es kann jetzt die Situation passieren, vielleicht dein Chef ruft an und sagt, okay, hier,
schau mal her, dieser Auftrag, da haben wir noch einen Auftrag, das ist ein A-Kunde von uns. Das ist jetzt hier in diesem System nicht eingepflegt worden, dass diese Prioritäten mit berücksichtigt werden. Aber für so eine Situation könnte sich dann auch eine manuelle Eingriffsnahme anbieten. Das heißt, ich habe jetzt die Chance, diesen A016, diese Operation zu nehmen und manuell zu verschieben, um noch eine pünktliche Fertigstellung dieser Auftrags anzubieten. Das heißt, ich schiebe die jetzt hier rüber und was passiert? Ich kriege hier auch direkt Feedback, okay, das würde jetzt hier die Kapazität sprengen für den Maschinenbediener. Sie sehen das auch hier unten. Die Kapazität wird übertreten. Das heißt, wir brauchen mehr Personal, als wir an sich für diesen Schichtkalender jetzt vorgesehen haben. Da kann ich jetzt mal sagen, ja, möchte ich fortsetzen und ich lasse dieses Ergebnis mal stehen. Rückgängig machen? Nein. So, was ist jetzt hier möglich? Das heißt, hier hat vielleicht Ihr Chef oder der Vertrieb Sie kontaktiert, können wir nicht diesen Auftrag noch pünktlich fertigstellen? Da steht ein wichtiger Kunde dahinter. Und jetzt als Produktionsplaner haben Sie die Chance, das anhand dieses Planungsergebnisses zu verargumentieren. Was wären die Konsequenzen? Das heißt, Sie können bestätigen, ja, dieser Auftrag, der ist jetzt hier nicht mehr rot markiert, kann noch pünktlich fertiggestellt werden, mit der Konsequenz, dass Sie dann noch mehr Kosten produzieren, weil Sie in dieser Schicht mehr Personal benötigen. Das heißt, noch einen zusätzlichen Mitarbeiter für diese Schicht einplanen müssten. Okay, und das ist, glaube ich, ein Unterschied zu dem Thema, ich sag mal, Atlas als Navigationssystem zu benutzen, dass eben ja jemand, der dieses Cockpit vor sich hat, damit ja sehr schnell auskunftsfähig ist. Ne? Ich glaube, das ist natürlich die Herausforderung, was wir kennen aus der Praxis oder als, ja, sag jetzt mal, als Bestätigung, dass dadurch eben die Planerinnen und Planer sehr schnell so eine Auskunft geben können. Ja, ist machbar, aber kostet eben eine zusätzliche Ressource oder zwei in der Schicht am Übermorgen. Ja, das ist ja wirklich gut. Okay, danke schön. Gerne, genau, das ist dann keine Bauchentscheidung oder eine Schnellschussentscheidung. Hier kann schnell, aber präzise auf solche Anfragen reagiert werden. Und es gibt natürlich dann auch noch mehr dieser Fälle, wo vielleicht so eine eher Feuerwehraktion notwendig ist. Das heißt, Sie kennen das auch von dem Autonavigationssystem. Sie haben vielleicht in Ihrer Routenplanung ein Ziel eingegeben, haben dann, bevor Sie losgefahren sind, sich angeschaut, okay, wo führt mich jetzt das Navigationssystem lang? Welche Autobahn nimmt das Navigationssystem? Aber was passiert dann? Dann sind Sie in der Mitte ihrer Fahrt und dann gibt es natürlich immer noch ganz häufig die Situation, es ergibt sich eine Stausituation. Das heißt, das Navigationssystem bietet Ihnen dann automatisch eine Alternativroute an. Und sowas kann Ihnen im Produktionsplaneralltag natürlich auch passieren. Das heißt, es kann auch sein, dass nicht bei den Aufträgen sich was verändert, sondern auch bei den Ressourcen. Das heißt, nehmen wir mal an, hier diese Kühlzelle, die Kühlzelle 1, die ist ja relativ hoch ausgelastet, da würde jetzt hier ein Ausfall passieren. Das heißt, diese Kühlzelle fällt aus und kann keine Operation bearbeiten. Das können wir jetzt hier mal simulieren über einen Kalendereintrag. Das heißt, hier trage ich einen Breakdown, einen Ausfall der Ressource ein. Muss ich noch den richtigen Zeitpunkt wählen, wo die Operationen bearbeitet werden. Das Ziel. Okay, jetzt können wir quasi in dem Cockpit wieder direkt sagen, dieser Anlagenteil ist gerade nicht verfügbar. Kennen wir ja aus der Praxis, Stichwort Planen Sie die Realität. Es ist zwar eine Wartung,
eingeplant, aber die dauert deutlich länger. Das ist ja auch gerne mal so ein Szenario als geplant. Okay, verstehe. Genau. Und jetzt sehen wir hier, das wird auch anders dargestellt. Das heißt, wir haben hier so eine rote Schraffierung. Die Kühlzelle ist nicht verfügbar, weil sie ausgefallen ist. Und was passiert jetzt in dem Planungstool? Es erfolgt genauso wie im Navigationssystem eine automatische Berechnung einer Alternativroute. Das heißt, die Operationen liegen nicht mehr an dieser Stelle in der Plantafel, sondern sind in den nächstmöglichen Slot rübergerutscht. Das heißt, die Operationen liegen jetzt hier drüben im nächstmöglichen freien Slot. Und um das nochmal zu sehen, ich mache nochmal einmal zurück. Hier lagen die 3 Operationen und nach Ausfall wäre der realistische Produktionsplan folgender. Hier ausgefallen und die Operationen befinden sich hier drüben. Okay, also das System hilft auch sofort dabei, genau diesen neuen Umstand mehr oder weniger in Echtzeit einzuberechnen und damit sieht man auch sofort die Auswirkung. Das heißt, wieder Stichwort Auskunftsfähigkeit. Man kann eben sofort sehen, bei welchen Kunden, Stichwort A-Kunde, gibt es aufgrund dieses Ausfalls vielleicht Verzögerung und dann kann man wieder danach hin und vielleicht eine neue Aktion ausführen. Okay. Und vielleicht noch der letzte Punkt, den ich Ihnen hier in diesem System noch zeigen kann, wäre diese Interaktion von den Ressourcen mit den Sekundärressourcen. Da haben Sie auch die Möglichkeit, Sie können hier die drüber hovern und dann sehen Sie farblich hervorgehoben auch direkt, welche Fertigungsaufträge oder Operationen genau diesen Personalbedarf verursachen. Das heißt, dieses Beziehungswissen können Sie hier auch die ganze Zeit, während Sie als Planer aktiv sind, einsehen. Genau. Und dann mache ich jetzt noch einen kurzen Wechsel in die andere Live-Demonstration. Das war jetzt eben die Arzneimittelproduktion, wie ich sie auch mit der Werkstruktur eingeleitet hatte. Und jetzt haben wir noch ein zweites Beispiel. Das ist jetzt eine Schokoladenproduktion. Das heißt, Sie können sehen, wir haben jetzt hier im Backlog andere Operationen, das sind andere Fertigungsaufträge mit anderen Arbeitsplänen, die dahinter liegen und andere Ressourcen wie auch Restriktionen berücksichtigen. Und wir können auch sehen, wir haben jetzt hier auch ganz andere Ressourcenkapazitäten. Das heißt, wir haben hier eine Kakaomühle, eine Konchiermaschine, Abfüllerstation, aber auch wieder einen Verpackungsbereich, der jetzt hier in 3 Teile unterteilt ist. Und diese Ressourcen gilt es jetzt zu belegen. Und da möchte ich Ihnen jetzt gerne nochmal eine andere Planungslogik zeigen. Das kann ich auch noch animieren. Dann können Sie das so ein bisschen nachvollziehen. Das versetzt diesen Planungsprozess quasi in einen in Zeitlupe. Das heißt, die Operationen springen langsamer in die Plantafel. Und jetzt wähle ich jetzt hier noch eine andere Planungslogik, das wäre eine Rückwärtsterminierung. Und das ist auch so ein ganz beliebtes Thema, gerade bei der Lebensmittelindustrie, eine Rückwärtsterminierung vom Liefertermin aus durchzuführen. Das heißt, wie geht diese Planungslogik vor? Von dem Liefertermin wird rückwärts gerechnet. Wann muss ich mit den Operationen beginnen, damit ich direkt zum Liefertermin den Fertigungsauftrag abgeschlossen habe? Und wenn hier in der Lebensmittelindustrie diese Themen wie ja, Verfallsdatum oder Frische der Produkte eine ganz entscheidende Rolle spielen, kann ich hier noch ein paar Tage rausholen, dass die Produkte wirklich ganz frisch direkt an die Kunden just in time geliefert werden können. Und jetzt rechnet hier das Tool
die Bearbeitung. Das heißt, die Fertigungsaufträge verteilen sich über die Ressourcen. Und wir können jetzt hier auch wieder sehen, dass die Kühlzelle, wie eben auch schon gesehen, hat unterschiedliche Operationen in paralleler Bearbeitung. Das heißt, in dieser Kühlzelle liegen hier drei Operationen, die parallel bearbeitet werden. Und was fällt noch auf? Diese Operationen starten und enden zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und das, wenn Sie sich das vorstellen, kann ja vielleicht nicht die optimale Lösung sein. Was können hier Konsequenzen sein? Das heißt, Personalbedarf, Ihr Personal muss hier ständig zu der Kühlzelle Material hinbringen oder abholen. Das heißt, hier ist eine häufige Interaktion notwendig. Oder auch weiterer negativer Effekt könnte sein, Sie müssen diese Kühlzelle ständig öffnen und wieder schließen. Das heißt, hier geht Ihnen einfach auch Energie verloren. Das heißt, hier kann es sinnvoll sein, ein Planungsergebnis zu berechnen, was sich ein bisschen anders darstellt. Das heißt, ideal wäre ein Planungsergebnis, wo sich diese Operationen genau parallel befinden. Das heißt, zum selben Zeitpunkt starten und zum selben Zeitpunkt abgeschlossen werden. Das wäre ein besseres Planungsergebnis, und um diese komplexen Anforderungen, dieser über den Fertigungsauftrag hinausgehende Abhängigkeiten zu anderen Fertigungsaufträgen, die an sich ja keine Beziehung zwischeneinander haben, abzubilden, gibt es einen gewissen Trick, eine Funktionalität, die hier verwendet werden kann. Dafür entnehme ich nochmal alle Fertigungsaufträge der Plantafel und lege jetzt hier noch eine sogenannte Aggregationsoperation an. Das heißt, dieses ist ein Aggregationselement, in dem alle diese drei Operationen zugewiesen werden. Das funktioniert natürlich dann in der Regel automatisiert, diese Erstellung der Aggregationselemente, aber für Anschauungszwecke mache ich das jetzt hier mal exemplarisch manuell. Und der letzte Schritt, der noch fehlt, wäre jetzt hier die Auswahl der Operationen, die drei Kühlprozesse. Das heißt, wir haben jetzt hier drei Operationen von unabhängigen Aufträgen, die dasselbe Fälligkeitsdatum haben. Und die werden jetzt diesem Aggregationselement zugewiesen. Und wenn ich dann eine erneute Produktionsplanung durchführe, so, das Gantt-Chart füllt sich wieder. Wie gesagt, das geht auch, man kann das auch schneller laufen lassen, aber dann ist es für Anschauungszwecke nicht so hilfreich, dann sieht man nicht, was hier im Hintergrund gerechnet wird. Und jetzt können Sie sehen, wir haben hier stellt sich das unterschiedlich dar. Hier werden immer noch drei Operationen in die Bearbeitung der Kühlzelle gegeben, aber hier vorne habe ich jetzt ein Aggregationselement, was eingeplant wurde, und nicht mehr drei Operationen. Apropos Operationen, Frage an Felix, hier ist nochmal der Robert. Gibt es eine Möglichkeit, gerade wenn so ganz viele von einem kleinen Balken zu sehen sind, was ja einzelne Arbeitsschritte sind, es irgendwie zu verstehen oder schnell zu sehen, wie denn die zusammenhängen? Gibt es eine Möglichkeit, sowas darzustellen? Ja, gerade bei diesem Aggregationselement könnte man jetzt ja vermuten, vielleicht gehen da gewisse Fertigungsauftragsinformationen auch verloren, aber dem ist nicht so. Das ist jetzt hier nur ein Element, was dafür sorgt, dass die Start- und Endzeitpunkte gleichgesetzt werden.
aber das Beziehungswissen ist immer noch vorhanden. Dafür gibt es hier auch diese Highlighting-Funktion. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt mal alle vorgelagerten und nachgelagerten Operationen mir einblenden lasse. Dann, Robert, kannst du das hier ganz toll sehen. Wir haben das Aggregationselement und das bedient sich diesen 3 vorgelagerten Operationen und mündet dann auch in diesen 3 nachgelagerten Verpackungsoperationen wieder. Entschuldigung. Das heißt, dieses Beziehungswissen bleibt bestehen und du kannst dir das auch immer einblenden lassen, dass du siehst, welche Beziehung hier eine Operation hat. Okay. Gibt es verschiedene Filter, um das zu highlighten. Und man sieht dann auch, okay, alle Operationen, die hier keine Beziehung zu der Operation haben, werden ausgegraut. Okay, danke schön. Gerne. Und dann, Entschuldigung. Die Folie hatten wir schon. Genau. Dann sind wir hier bei der letzten Folie, das mit den Referenzen. Das heißt, hier habe ich, wie eben auch in der Demonstration gesehen, einmal eine Referenz aus der Schokoladenproduktion und auch aus der Arzneimittelindustrie. Und was ich hier ganz toll finde, ist, hier kann man wirklich sehen, wie breit gestreut Sie Kennzahlen verbessern können mit der Implementierung dieses Tools. Das heißt, wir haben hier eine Verbesserung, eine deutliche Verbesserung der Durchlaufzeit bei dem Kunden erzielt. Das Serviceniveau konnte verbessert werden und der andere Kunde konnte hier Verbesserungen erzielen bei der Genauigkeit der Bedarfsprognose, hat einen ganz deutlichen Sprung gemacht. Und die Lieferrückstände konnten reduziert werden. Und das, was Ihnen jetzt, glaube ich, auch ganz deutlich geworden sein sollte in dieser Demonstration, durch diese automatisierte Planung, automatisierte Reaktion auf gewisse Situationen, haben Sie hier einen ganz massiven Zeitvorteil. Das heißt, Ihre Produktionsplanung kann deutlich schneller durchgeführt werden und Ihr Produktionsplaner wird dadurch enabled, auch bessere Entscheidungen zu treffen, weil er läuft nicht immer dem operativen Geschäft hinterher und versucht, hier Brände zu löschen, sondern agiert souverän, zahlenbasiert auf den Produktionsplanungsergebnissen. Sehr gut. Genau. Und wenn ich mir das Foto da anschaue, glaube ich, müssen wir dringend mal den Kunden wieder besuchen gehen, Felix. Ja, das sieht ganz schick aus, genau. Gut, wir bedanken uns bei Ihnen und freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Danke für die Vielen Dank, Aufmerksamkeit. auf Wiederhören. Tschüss zusammen.